Ich habe mir für meinen P2S die Ventobox geholt. Das ist ein Aktivkohlefilter mit einem eingebauten HEPA-Filter. Und wie ihr diesen einbaut und vor allem worauf es beim Einbau ankommt, das zeige ich euch jetzt. So, als allererstes homen wir die Achsen und fahren dabei die Z-Achse, also das Druckbett, komplett nach oben. So haben wir genug Platz, um diese Kappe unten links herauszuhebeln. Danach fahren wir das Bett wieder komplett nach unten, um die Ventobox einsetzen zu können. Wenn man die Ventobox vormontiert bestellt, erhält man alles komplett. Das heißt, man muss sich hier um nichts mehr kümmern. Die Schraube wird mitgeliefert, das doppelseitige Klebeband an der Rückseite. Also die Ventobox wird rückseitig über so ein doppelseitiges Klebeband hier fixiert und zusätzlich noch mit einer Schraube. Nach dem Einsetzen können wir die Ventobox mit der mitgelieferten Schraube fixieren. Und nun können wir dieses Kabel vom Lüfter hinten durchfädeln. Das ist ein vierpoliges Lüfterkabel, das heißt, es hat eine Stromversorgung, 24 Volt, ein PWM-Signal und ein Tachosignal. Wir sind jetzt an der Rückseite und hier müssen wir jetzt das komplette Rückpanel entfernen und das sind jeweils immer die inneren Schrauben, die müssen wir alle rausschrauben. Den werden wir auch noch entfernen und den Filamentpuffer. So, als erstes aber entfernen wir den. Nachdem wir den Filamentschlauch rausgezogen haben, können wir diesen Halter hier rausklipsen, einfach zur Seite drücken und danach können alle Schrauben an der Rückseite herausgeschraubt werden. Es gibt insgesamt 4 verschiedene Arten von Schrauben. Einmal die 2 langen für den Filamentbuffer, dann ganz viele kurze mit einem normalen Gewinde. Dort, wo sich Kunststoff hinter der Rückplatte befindet, sind Schrauben mit einem groben Gewinde verbaut. Nun können wir die Rückwand einfach abnehmen. Und jetzt gibt es noch eine Besonderheit, und zwar dieses Kabel vom Lüfter muss man so drüber schieben. Man kann es nicht einfach durchstecken, es muss so geschoben werden und dann kann man es auch gut greifen. So, hier ist das Kabel. Wichtig, rot oben, dann schwarz, dann gelb und dann blau. Nun können wir alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und macht nicht denselben Fehler wie ich, vergesst nicht vom Filamentbuffer den Stecker wieder anzustecken. Okay, diese säurefreie Aktivkohle wird mitgeliefert und die füllen wir jetzt noch in diesen Filter hier ein, weil hier ist nichts drin. Dann setzen wir den Filter wieder ein. Und fertig. So, und jetzt kann man hier über Einstellungen schon erkennen, dass er einen AUX-Fan, also einen AUX-Lüfter links erkannt hat. Und den können wir aktivieren. Okay, damit der Lüfter der Ventobox während des Druckens auch wirklich dauerhaft läuft und filtert, müssen wir im Bambolab Studio noch etwas einstellen. Das einfachste ist, man importiert einfach die Konfigurationsdatei. Alternativ kann man auch die Konfiguration per Hand anpassen. Die Anleitung dazu, also das PDF, packe ich in die Beschreibung. Und damit ist die Ventobox auch schon startklar. Und ich finde, der Geruch ist schon deutlich weniger geworden. Er ist nicht zu 100% verschwunden und ich denke, auf lange Sicht ist eine Absaugung nach draußen das einzig Wahre. Aber ein zusätzliches Filtersystem wie die Ventobox schadet auf jeden Fall nicht. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr benutzt. Filtert ihr eure 3D-Druckabgase oder blast ihr einfach alles aus dem Fenster raus? Mich würde mal interessieren, was habt ihr gebaut, um diese Gerüche loszuwerden, beziehungsweise die Schadstoffe in der Luft?